MJ Update in Hamburg. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier in meinem Hotel. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Die Zeit ist ein bisschen im Nacken. Wir haben jetzt Sonntag, den 1. Advent, 1. Dezember 2024. Mein guter Michael Jackson-Freund Chris ist mit mir zusammen hierher gefahren. Wir hatten gerade eine super Autobahnfahrt. 4,5 Stunden haben wir gebraucht. Einmal komplett von Köln nach Hamburg hoch. Die A1 war auch noch gesperrt wegen einem Unfall und da mussten wir ein bisschen anders fahren, aber das hat kaum ins Gewicht gefallen. Ja, jetzt bin ich in Hamburg, in meinem Hotel. Es sind nur ein paar Minuten runter zum Hafen. Vom Hotelzimmer aus kann ich leider nicht die Aussicht auf die Elbe genießen oder auf die Musical-Gebäude auf der anderen Elbseite. Aber ich hab mich jetzt soweit fertig gemacht. Mein Outfit sitzt soweit. Ja, die heutige Veranstaltung hat auch ein Motto, Show Your Style oder irgendwie so heißt das. Naja, da passt natürlich mal wieder so ein Glitzer-Outfit. Ja, ich muss jetzt gerade noch mal überlegen, ob ich diese Hose anziehe, also eine schwarze Jeanshose, oder ob ich mir die Samthose anziehen soll. Die hat hier am Rand noch so einen Streifen. Ich probiere die jetzt einfach mal an, mal gucken. Die hat auf jeden Fall den Streifen an der Seite. Das ist natürlich sehr Michaelig. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß noch nicht, für welche Variante ich mich entscheide. Aber ich muss mich beeilen. Also, weiter geht's. Jetzt bin ich draußen. Hinter mir ist eine Kirche. Ich glaube, die Michaeliskirche ist das. Und ja, gar nicht weit weg von meinem Hotel geht es jetzt runter zum Hafen. Ja, jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken. Chris und ich, wir waren gegen 15:30 Uhr in Hamburg, nicht 16:30 Uhr, weil wir hatten uns nämlich schon um 16 Uhr für 16 Uhr auf den Landungsbrücken verabredet. Wir wollten uns gerade noch in unsere Glitzer-Outfits reinwerfen, um eben fertig für die Premiere zu sein. Und ich war gegen 16 Uhr auch an den Landungsbrücken. Chris hat noch ein bisschen länger gebraucht. Und da ist das Musical. Da findet gleich die Premiere von MJ, das Michael Jackson Musical, statt. Ich habe Premierentickets und da geht's gleich los. Ich bin sehr gespannt, wie die Premiere wird. Also, auf geht's! Oben thront jetzt natürlich über Hamburg Michael auf Zehenspitzen. Das ist oben auf dem Musical-Gebäude vom Theater an der Elbe zu sehen. Und mach noch mal Pose. Sehr gut. Ich habe es aufgenommen. MJ Update in Hamburg und ich habe hier einige Leute getroffen, die ihr kennt. Glitzer, Glitzer. Genau, hier haben wir einmal Jenny, Matthias, Chris und Vanessa, alle zusammen. Hardcore Michael Jackson Fans. Always Hardcore. Gleich geht's darüber. Hinter uns ist schon das Musical. Es leuchtet in Rot. Typisch MJ, das Michael Jackson Musical, wie es in Deutschland heißt. In Hamburg! Okay. Genau, und ein paar von uns haben das schon gesehen. Ich glaube, 3. Ja. Ihr wart bei der offiziellen Preview-Premiere. Genau, die erste Preview letzte Woche Samstag, ja. 23. Ja. Mit den 43 Fans von Malibu. War Hammer. War der Hammer. Mega Event, mega Goodies haben wir bekommen, Ja. mega, ja, also einfach viele Sachen von Stage, die uns ermöglicht haben. Das war super. Und heute sind wir wieder hier. Und wir waren ja auch in London beim Musical. Ja, Deswegen schließt sich der Kreis voll. Ja. Und deswegen ist Aber es so schön. jetzt in Köln, auf Deutsch, auf Deutsch, nee, in Köln, ich war noch drauf. Auf Kölsch, nee, auf Deutsch, war Hammer, das ist mal so zu sehen. Ja. Ich bin ja auch wirklich sehr gespannt, wie die deutsche Version im Kontrast zur englischen Version wird. Das ist ja so der Gedanke, wo ich mir die ganze Zeit gemacht habe, wird das was? Ja. Wird das auf Deutsch gut Also ich fand, das war was, das ist was. Ja, kann man haben auf sie jeden gut Fall machen. Ja. Du hast ja jetzt sogar schon im Broadway, Yes. West End und Hamburg, Genau. alles hast du mitgenommen. Alle 3, jawohl. Was hast du denn, Chris, für Erwartungen an den Abend? Ich bin einfach nur total gespannt. Ja. Also ich lasse mich mega überraschen. Habe schon einiges gehört, bei einigen weggehört, weil ich mich wirklich überraschen lassen wollte. Ja. Aber ich bin echt gespannt. Ja. Ich habe auch gestern das allererste Mal einen Ausschnitt gehört von dem Haupt-Michael, dem Brasilianer, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Bennett Montero. Okay. Bennett Montero, genau. ja.
Gestern das erste Mal einen Ausschnitt von gehört. Ja. Ich war ein bisschen skeptisch. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie das gleich live in der Halle sein wird. Also ja. Also ich finde Prince Damiens Parts wirklich am besten. Ja. Also ich finde, der kommt total super. Und er ist gerade nicht dabei, also nichts Profi und so. Nein. Also darauf kann man sich echt freuen, aber auf den kleinen Michael ist es toll. Also Ja. Dann freuen wir uns auf einen tollen Abend. Ich berichte im Laufe des Abends immer mal wieder, was hier so los ist. Und MJ, das Musical in Hamburg. Ja, wir sind dabei. Premiere. Yeah. Ticket hast du nicht. Ja, danke. Ich kenne ja meine Freunde normalerweise. Ich habe Ticket dabei. Und dann ging es rüber auf die andere Seite. Mit der Fähre dauert das ungefähr 3 Minuten. Das geht rucki zucki, wenn man die richtige Fähre erwischt. Von Vanessa habe ich erfahren, da gibt es auch Fähren. Da fährt man erstmal zur Elbphilharmonie, wieder zurück und dann geht es rüber. Also da gibt es verschiedene Fähren, die unterschiedliche Ziele haben. Da sollte man in die richtige einsteigen. Wir sind angekommen. MJ, das Musical in Hamburg. Hier sind wir bei der am Musical Hotspot und der Chris filmt mich gerade nebenbei und das bringt mich aus dem Konzept, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich. Jetzt geht's in das Musical. Auf geht's. Hier ist Chris. Hi. Ja, und wenn man drüben ankommt, sieht man schon direkt Plakate, MJ, auch immer in dieser Pose hier, wie sie auch überall verwendet wird für das Musical. Da geht man diese Brücke hoch, von der Fähre hoch aufs Festland. Und am Festland angekommen, da wurde es auch langsam immer dunkler, sind wir zu einem Hotspot gegangen, ein Foto-Hotspot. Wir waren ja mit so 4:45 auch recht früh da, weil irgendwer hatte herausgefunden, dass um 17 Uhr schon der Einlass startet für die Premiere, was natürlich auch richtig cool war, um eben den ganzen Abend mit zu genießen, früh da zu sein, um eben alle Eindrücke zu bekommen. Und das hatten wir. Wir waren aber noch vor 17 Uhr und hatten ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit. Und da haben wir alle natürlich erstmal Fotos gemacht an den Hotspots. Und da gab es diesen Fotorahmen, in dem man sich reinstellen konnte, mit Michael, das MJ, das Michael Jackson Musical, die Pose mit dabei und dieser rote Rahmen. Und im Hintergrund hat man eben das Stadtbild von Hamburg gehabt mit Abenddämmerung, was auch richtig schöne Fotos geworden sind. Also allein dafür lohnt es sich schon darüber zu fahren, um an diesem Foto-Hotspot Fotos zu machen. Ja, und die Michael Jackson Fanszene war sehr breit vertreten. Auch die Michael Jackson Podcaster vom deutschen Michael Jackson Podcast waren dort. Jonas habe ich ja vorher schon kennengelernt, aber auch Kai und Pia habe ich dort das erste Mal getroffen. Liebe Grüße gehen hier nochmal raus an den Michael Jackson Podcast. Matthias ist ja bei Malibu und bei dem Podcast dabei. Und so war auch die Michael Jackson Community sehr stark dort vor Ort vertreten. Um Punkt 17 Uhr ging aber die Türe auf. Eine nette Dame vom Theater hat uns hereingebeten, willkommen bei das Michael Jackson Musical. So wurden wir empfangen und kommen Sie rein, und so sind wir reingegangen. Und ja, dann ging es direkt rein in diese gigantische Vorhalle. Also dieses Stage-Theater sieht wirklich sehr impulsant aus, wenn man dort reingeht. Eine große weiße Wand, die mit Lichtern eingefärbt ist, also eine wunderbare Stimmung verbreitet. Es standen überall nette Kellner und Kellnerinnen, die Getränke und Häppchen angeboten haben. So habe ich mir direkt ein Glas Wein geschnappt, habe meine Jacke weggebracht und bin zum Merch Store rübergegangen, weil ich mir dort erstmal anschauen wollte, was gibt es da alles. Und der in London, der Merch Store, der war schon gut. Der hier in Hamburg, der war sogar noch ein bisschen größer. Das heißt, die hatten noch mehr Items zum Verkauf als in London. Den Hoodie gab es, glaube ich, auch in London. Aber die haben ein neues T-Shirt-Motiv gehabt. Das habe ich hier. Die hatten noch einen Hut gab es, den habe ich aber nicht gekauft. Socken habe ich noch hier. Also es gab eine ganze Reihe von Merch, den es dort gab. Chris und ich, wir haben uns eingedeckt, einmal mit Weißwein und mit Tüten voll mit Also ich habe einmal alles außer die T-Shirts. Alles außer die T-Shirts, auch die CDs? Und die CDs nicht, nein. Okay. T-Shirts und CDs nicht. Das sind die T-Shirts sammle ich nicht so. CDs habe ich alle schon. Okay, ja, CDs habe ich auch alle, aber ich musste
Hier gibt es ein neues T-Shirt, das es in London nicht gab. Und den Hoodie habe ich mir jetzt auch geholt. Naja, irgendwas muss man ja holen. Und jetzt muss ich bei diesem roten T-Shirt gleich nochmal schauen, ob da hinten Hamburg dran steht. Oder? Dann wäre es vielleicht doch eine Anschaffung wert. Na, mal gucken. Und einiges der Merchandise-Artikel steht jetzt tatsächlich auch das drauf. Das Musical. Das stimmt. Bei einigen steht noch The Musical drauf. Also eine wilde Mischung, aber auf jeden Fall cool. Und der Shop ist jetzt noch größer als in London. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. King of Popcorn. Mega. MJ Update Harry ist hier auf dem roten Teppich von MJ, das Michael Jackson Musical in Hamburg. Das ist heute der Premierenabend, 1. Dezember. Wir haben, was haben wir heute? Wir haben den ersten Advent auch sogar, es ist ein Sonntag. Und ja, hier füllt sich langsam die Menge, hier ist richtig viel los. Hier gibt es Popcorn umsonst, hier gibt es Wein und Häppchen umsonst. Wir haben uns hier gerade schon eingedeckt, da ist Vanessa. Komm dazu. Ja, und ja, hier ist richtig viel los, tolle Stimmung. Chris ist jetzt gerade der Kameramann und ja, ich bin sehr gespannt, wie die deutsche Version des Musicals sein wird. Ich glaube, das habe ich schon an mehreren Stellen gesagt. Und ja, das ist das Outfit. Michael, MJ, das Michael Jackson Musical und jetzt geht's zur Premiere. Und ja, so habe ich mich in das Getümmel und in den Abend gestürzt. Es kamen Promis dazu, es kamen andere Menschen von Social Media, die man kennt, die man nicht kennt. Also es wurde eine bunte Mischung an Menschen, die dort unterwegs waren. Hinterher habe ich auch erst erfahren, wer da so alles war, weil vor Ort habe ich den oder die ein oder anderen nicht erkannt. Also, es waren eine ganze Reihe Promis da muss ich jetzt mal auf meinen Zettel hier gucken. Das geht über Susan Sideropoulos, Alexander Klavs, der Tic-Tac-Toe-Manager aus den 90ern und in Hamburg bekannt wie ein bunter Vogel, Kalle Schwensen, Heiner Lauterbach, der Schauspieler, Helge Mark, der TikToker, Steffen Haleschka von RTL, von Stern TV, Isabel Edwardson, die man von Let's Dance kennt, dann viele Schauspieler und Schauspielerinnen, Jasmin Fiali, Yannick Schürmann, Miria de Mont, die Ex-Frau von Sky de Mont, Fernanda Branadou oder so ähnlich, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen richtig ausspricht. Ja, Jenny Elvers war noch da und einige, die ich auch gar nicht kenne vom Namen her. Also es war wirklich eine sehr dichte Prominentendichte, sagt man das so. Also es waren auf jeden Fall viele Prominente da. Bei der Londoner Premiere waren ja alle 3 Kinder von Michael anwesend. Und es hieß bis zuletzt, vielleicht kommt Prince als einziger dorthin. Aber auch er war wohl eingeladen, es waren wohl bestimmt alle eingeladen, aber er hatte leider abgesagt. Ich erinnere mich, dass jetzt zeitgleich an dem Wochenende ja Fotos von LaToya, Prince und Catherine Jackson veröffentlicht wurden. Das heißt, die waren an dem Wochenende irgendwie in Los Angeles bei einer Familienfeier, vermute ich. Und dass er deshalb nicht nach Hamburg gekommen ist. Die Stimmung ist gut. Ich bin hier gerade mitten unterwegs und gehe hier so rum. Hinter mir seht ihr die Leinwand. Da geht es in den Innenraum. Und da seht ihr dieses Blaue hinter mir. Das ist schon die Bühne, wo gleich das Musical aufgeführt wird. Und hinter mir, da will noch gar nicht so richtig das Publikum reingehen. Es ist richtig voll hier hinten. Die Leute versammeln sich alle im Eingangsbereich. Es ist richtig voll, es ist gute Stimmung. Es sind super viele Leute hier, die man kennt. Auch ein paar Prominente sind hier. Zum Beispiel Alexander Klaas ist eben an mir vorbeigerannt. Auch die Tänzer aus der History Tour, die bei Ghosts im Video mitgemacht haben, die sind auch hier. Die sind eben an uns vorbeigegangen. Die haben aber nur mit 2 Personen ein Video gemacht, also ein Foto gemacht, also nicht mit allen. Die waren so ein bisschen gehetzt, die hatten nicht so richtig Lust. Ansonsten noch einen Nachrichtensprecher habe ich gesehen und den ein oder anderen, ich glaube die Ex-Frau von Sky de Mont haben wir ausgemacht. Und ja, so trifft sich die Prominenz bei dem MJ Musical und insgesamt ist hier richtig was los. Chris ist auch gerade da. Da kommt er dazu. Und ja, wie gesagt, da ist die Bühne und da schauen wir uns gleich das Musical an. Prost!
Aus dem Michael Jackson Umfeld waren sehr überschaubare Personen dort. Einmal Karen Lanford, die auch mit im Michael Jackson Estate sitzt. Die ist die Archivarin im Hintergrund, so wie ich das wahrgenommen habe. John Branca war nicht da, der war aber eine Woche davor, bei der Preview war er schon dort oder auch bei den Vorbereitungen zur Preview war er in Hamburg. Er ist aber jetzt nicht 2 Wochen in Hamburg geblieben, um bis zur Premiere zu bleiben. Er war auf jeden Fall nicht dort. Dann gab es die Michael Jackson Tänzer Rich and Tone. Das war's. Das waren die einzigen, die sehr eng mit Michael auch zusammengearbeitet haben, als er noch lebte. Und als deutscher Promi, der mit Michael gearbeitet hatte, war Dieter Dierks von den Dierks Studios vor Ort. Er hat ja in Stommeln in der Nähe von Köln das Tonstudio, wo Michael damals Ghosts aufgenommen hat oder Passagen von Ghosts bearbeitet hat. Tada! Willkürliche Aufnahmen. Um 19 Uhr sollte dann die Show anfangen und das anwesende Personal hatte alle Hände voll zu tun, die anwesenden Menschen ja in die Halle reinzubekommen, wo das Musical stattfinden sollte, weil alle in Gesprächen waren. Ja, da ging das Personal dann auch sehr proaktiv auf die Leute zu und hat aufgefordert, bitte gehen Sie rein, die Show geht um 19 Uhr los. Dadurch, dass die Menschen ja doch sehr zäh reingingen, hat sich der Anfang ein bisschen verzogen, und zwar auf ungefähr 10 nach 7, Viertel nach 7, da ging die Show erst los. Chris und ich, wir hatten zufällig Plätze nebeneinander, weil wir hatten uns bei der Buchung auch abgesprochen, so dass er gesehen hatte, ich hatte zuerst gebucht, da hatte er gesehen, dass der Platz neben mir noch frei ist und so hat er den Platz neben mir gebucht und wir konnten die Show zusammen erleben. Wir sind hochgegangen in die Galerie, von oben haben wir die Show gesehen und in der Loge erste Reihe rechts hatten wir gesessen. Das heißt, wir haben so von rechts auf die Bühne geschaut, hatten eigentlich recht weit vorne einen Platz, aber es war sehr weit rechts. Also ich würde diesen Platz nicht nochmal nehmen, weil man zu weit rechts ist und das Bühnenbild nicht als Gesamtes sieht. Und dadurch ist so ein bisschen Wirkung verloren gegangen. Meine Empfehlung an euch, geht nicht in die Logen links oder rechts, weil ihr da zu weit am Rand seid und also nicht das gesamte Bühnenbild seht. Nehmt eher Plätze in der Mitte. Das ist meine Empfehlung für euch. Da habe ich euch auch direkt meine Sitzplatzempfehlung mitgegeben. Verehrtes Publikum, Stage Entertainment heißt Sie herzlich willkommen im Theater an der Elbe. Damit alle die Vorstellung voll und ganz genießen können, bitten wir Sie, Ihre mobilen Geräte aus- oder stumm zu schalten und von Bild- und Tonaufnahmen abzusehen. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie Erinnerungsfotos und Videos machen und diese auch posten. Dafür gibt es am Ende des Schlussapplauses jede Menge Gelegenheit. Wir wünschen Ihnen eine wundervolle Show und gute Unterhaltung bei MJ, das Michael Jackson Musical. Das Orchester spielt heute Originalmusik von Adán Rodríguez Toledo. Und die erste Stunde ist vorbei. Und ja, jetzt habt ihr ja gesehen, dass ich schon mal das MJ The Musical in London besucht habe. Und jetzt habe ich die deutsche Version gesehen. Und mein erstes Fazit ist, es ist gut, es lohnt sich auf jeden Fall, es anzuschauen. Es wird eine schöne Geschichte erzählt, aber sie hat mich emotional nicht so mitgenommen wie das Original in London mit Miles Frost, der ja am Broadway den Tony Award dafür gewonnen hat. Prince Damien spielt
tatsächlich am besten. Er spielt den mittleren Michael, den Teenager Michael, und Prince Damien, muss ich tatsächlich sagen, hat hier die größte Dynamik und hat den ähnlichsten Michael und gefällt mir tatsächlich am besten. Ja, es ist trotzdem eine super Show. Wir sitzen hier so ein bisschen links, also in der Loge, die hier hinter mir ist. Da ist die Loge, rechts vorne erste Reihe, und hinter mir ist die Bühne. Das heißt, es ist alles so ein bisschen seitlich gehalten. Es ist aber trotzdem eine gute Show. Ja, das war jetzt mein erstes spontanes Fazit zur ersten Stunde MJ, das Michael Jackson Musical hier in Hamburg. Und ja, wie das Musical denn abgerundet wird in der zweiten Hälfte, das werde ich dann später nochmal berichten. Also, bis gleich. Jetzt kann ich natürlich nicht ausblenden, dass ich schon die Londoner Version gesehen habe. Ich war ja in London wirklich sehr beeindruckt und mich hat das auch richtig mitgenommen. Ich war auch, ich muss es schon fast sagen, auch zu Tränen gerührt, gerade diesen Anfang zu sehen, wie dieses Beat It anfängt, und ich fühlte mich sofort wie auf die History Tour versetzt, wo ich Michael ja auch live gesehen habe, und das hat mit mir Emotionen ausgelöst. Dieses Gefühl hatte ich hier in der deutschen Version nicht. Ich habe allerdings auch nicht das Bühnenbild frontal gesehen. Ob das vielleicht auch ein bisschen was getrübt hat, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat mich dieser Anfang nicht so berührt, wie mich damals die Version am Londoner West End Theater in der englischen Version. Der nächste Punkt ist, die Dialoge sind natürlich auf Deutsch und gesungen wird auf Englisch. Die Darsteller haben auch sehr mit Akzent gesprochen. Da sind wohl sehr viele auch dabei gewesen, die keine deutschen Muttersprachler sind und die Texte auch extra auswendig gelernt haben für dieses Musical. Das habe ich aber nicht als störend empfunden. Im Gegenteil, das hat sich noch eigentlich sinngemäß gut angehört, weil man eben weiß, dass natürlich Michael Jackson Amerikaner war. Und wenn die gerade englische Akzente haben, war das völlig in Ordnung und das kam eigentlich ganz gut daher. Was aber ein bisschen vielleicht auf die Emotionen gedrückt hat, weil wenn ein Nicht-Muttersprachler eben emotionale Texte spricht, kann da vielleicht etwas Emotionen verloren gehen. Ich bin mir aber sicher, wer die englische Version nicht gesehen hat, wird das überhaupt nicht stören. Also ich kenne nur mal die englische Version, und wer diese nicht kennt und geht in die deutsche Version, der wird dem wird das nicht stören. Die Menschen, mit denen ich nach der Show gesprochen hatte, fanden das Musical durch die Bank positiv. Viele waren sehr gerührt, viele waren sehr emotional, bei einigen flossen Tränen. Also es hat jedem gefallen, da bin ich mir sicher. Ihr müsst nicht die englische Version anschauen, und ja, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen zu kritisch geworden bin, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also, ich erzähle nur mal, wie ich es erlebt habe, und ja, so habe ich es nun mal erlebt. Das Musical ist, wenn ich das in Noten einteilen müsste, und mit meinem Wissen, was ich ja habe, weil ich das Englische gesehen habe, da würde ich dem Englischen eine 1+ geben und der deutschen Version eine 1-. Ja, so könnte man das vielleicht nennen. Damit seht ihr, um das auch einzuordnen, ich bin davon begeistert. Es ist ein tolles Musical. Super Darsteller, super Musik, natürlich. Eine tolle Geschichte wird erzählt. Und auch wenn ich hier anfange, mich zu wiederholen im Laufe der Review, ist es mir aber trotzdem wichtig, euch mitzugeben, dieses Musical ist keine Impressionator-Show, wie man sie ja auf anderen Veranstaltungen sieht, wie Thriller Live. Bei Thriller Live wurden ja die ganze Zeit Songs nachgespielt von Michael. Bei Thriller Live wurde aber keine Geschichte erzählt um Michael. In diesem Musical wird eine Geschichte erzählt,
Michaels Leben in den 80ern, in den 70ern, in der Kindheit. So, wir schauen uns aber noch mal schnell den Abschlussapplaus an, den großen Premierenapplaus und was dann noch geschah. Viel Spaß! Hat es Ihnen überhaupt gefallen? Wir dürfen uns kurz vorstellen, auf der linken Seite, von mir aus gesehen, von Ihnen auf der rechten Seite, Dorina Matscheva, unsere bezaubernde künstlerische Leiterin. Und auf meiner rechten und Ihrer linken Seite unser charmanter und wundervoller Theaterleiter Thorsten Ottersberg. Das hat mich schon erlebt. Wir möchten gerne die Cast von MJ, das Michael Jackson Musical, vorstellen. Unsere Swings: Jean-Pierre Ozuna de la Cruz, Iman Reb, Noi Ferek, Leo Monod, Jerome Pong, Naomi Gomez, Rob Coulson und Marshall, Rick Anthony, Leanne Hinze, OJ Lux und Timna Engelmeyer. Unser absolut fantastisches Tanzensemble, Soul Fun Sadorov, Raphael Botteger, Roberto Weil, Lea Katharina Krebs, Adriana Patschinskaya, Daniel Flieg und Polly Frenzen. Ihr seid der Wahnsinn! Als Nick und Barry Gordy, Percy Margetzi. Jessica Mears. Als Tinker Jackson and Quincy Jones, Stevie Queen. And then we have Jermaine Jackson, William Bob, and Jackie Jackson, Prince Orgy. Als Rachel heute Yves Ranes und als Alejandro Pedro Reichert. Als Michael Prince Damien. Als Rob und Jay Jackson, David Huey. Und jetzt drehen Sie bitte komplett durch als Little Marlon, Nayo und als Little Michael, Luan. Als Papa Michael und Papa MJ, Jay, Karim, Bianca. Unsere alternierende Michael Oxa. Und der MJ Bené Montero. Und das wäre das Ganze ohne unser Orchester, die Michael Jackson Live Band aus dem Theater an der Elbe. Zeigt euch! Danke euch!
von MJ. Kommt auf die Bühne, zeigt euch. Vielen Dank, dass ihr dieses Stück erschaffen habt. Meine Damen und Herren, die MJ-Familie. Wenn Sie gefallen hat, erzählen Sie es weiter, kaufen Sie zahlreich Karten. Dankeschön, feiern Sie doch bitte mit uns. Das machen wir jetzt auch. Tschüss! Und Bonnet Monteiro, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das ist der Haupt-Michael. Der hatte von der Stimme her für mich, da musste ich mich schon dran gewöhnen, weil er doch für mich eine etwas andere Stimmfarbe hatte als Michael oder eben auch als Miles Frost aus der Londoner Version. Aber auch das geht für mich in Ordnung, weil es gibt eben nur einen Michael, es gibt nur eine Stimme und wir sind hier in einem Musical, wo eben Musical-Darsteller die Bühne interpretieren und das ja gesanglich versuchen zu interpretieren und das ist eben seine Interpretation, wie er eben Michael verkörpert. Der gesamte Cast tanzt 1A, Top-Tänzer, Top-Choreografien, der gesamte Cast, der dort auf der Bühne steht, der ist so vielfältig, groß und schon einzigartig. Also das ist schon beeindruckend, wenn man so viele Personen auf der Bühne sieht, mit diesen Choreografien, die sie drauf haben und wie die verschiedenen Schauspieler und Darsteller, Musical-Darsteller interagieren und auch in den Rollen wechseln, weil manche haben auch gleich mehrere Rollen. Jetzt komme ich nochmal auf die Geschichte, die erzählt wird. Wir befinden uns bei den Vorbereitungen zur Dangerous Tour. Michael Jackson ist gerade im Frühjahr 92 bei den Vorbereitungen zu seiner bevorstehenden Dangerous Tour in München. Da sollte das erste Konzert stattfinden. Und ein MTV-Team ist vor Ort und will Michael filmen. Und wenn wir uns daran erinnern, damals gab es ja tatsächlich eine Serie auf MTV, die hieß Michael Jackson Diaries von der Dangerous Tour. Also es gab tatsächlich eine Serie, die damals auf MTV lief, die ständig von den Konzerten berichtet hatte. Die waren allerdings nicht bei den Proben dabei, die waren erst mit Michael unterwegs, als die Tour startete. Und so gab es immer auf MTV diese MTV Diaries, also diese Tagebücher von der Dangerous Tour. Daran kann ich mich erinnern. Und ich glaube, davon habe ich auch noch irgendwo auf VHS-Kassette ein paar Folgen und sicherlich auf YouTube gibt es die auch irgendwo zu sehen. Also das ist nicht schon so ganz fremd, allerdings war dieses Team nie so nah an Michael dran, wie das hier in dem Musical eben dargestellt wird. Also es gab kein MTV-Team, das ständig mit Michael zusammen bei den Proben war und sogar die Möglichkeit hatte, mit ihm zu sprechen oder zu interagieren. Das ist mir nicht bekannt, das ist mir nicht überliefert. Also das ist noch Interpretation der Autorin. Und im Verlaufe dieser Vorbereitung, also jetzt sind wir wieder beim Musical, es schleicht sich auf jeden Fall, der Manager beschließt, dass das eine gute Idee ist, dass ein MTV-Team mit Michael interviewt oder bei den Vorbereitungen begleitet. Und so ergeben sich zwischen der MTV-Moderatorin und Michael immer wieder Interaktionen, wo sie ihn eben erzählt, wie das damals war. Und aus diesen Geschichten heraus geht Michael auch auf verschiedenste Phasen in sein Leben ein. Einmal der Brandunfall bei der Victory Tour wird beleuchtet. Die Misshandlungen seines Vaters werden beleuchtet, weil er ja gerne mal auch die Kids geschlagen hat, damit sie auf die Bühne gehen. Dann wird beleuchtet, wie Michaels Tablettenkonsum war, aufgrund diverser Erkrankungen, gerade aus dem Brandunfall während der Victory Tour. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch, dass Michael immer wieder Tabletten zu sich nimmt. Es wird auf die Weißfleckenkrankheit eingegangen. Das heißt, es gehen schon ein paar Themen, geht das Musical ein, um eben auch
ja, Dinge zu beleuchten, die viele vielleicht gar nicht wissen. Und dadurch ergeben sich eben Stoff für die, ja, auch auf die ganzen Skandale. Die Presse schreibt ja sowieso über mich, was sie will und so weiter, dass er das nicht kontrollieren kann. Da werden halt auch neuere Songs eingebaut, wie zum Beispiel Tabloid Junkie, was ja erst 95 bei History rauskam. Im Fokus des Musicals steht eben auch diese Vorbereitung der Dangerous Tour und Michaels Wunsch, er will was Atemberaubendes darbieten. Er will aus der Bühne herausspringen und 2 Meter in die Luft springen und dann regungslos stehen bleiben, dass man ihn diesen Wunsch doch erfüllen möchte. Und das ist so einer der Hauptankerpunkte, worauf das immer wieder zurückkommt. Und dort werden auch Michaels finanzielle Hintergründe beleuchtet, wo eben der Tourmanager sagt, sinngemäß, ja, was willst du hier mit dem Toaster? Willst du Neverland verleihen, also Schulden aufnehmen, damit wir eben hier deine Tourwünsche erfüllen können, weil das alles viel zu teuer ist, was du dir da vorstellst. Michael hat immer wieder, kommt darauf zurück, setzt das um, sagt nicht, was nicht geht, versucht es umzusetzen. Und darauf baut dann auch dieses Musical auf, dass man versucht, Michaels Wünsche, also die Art, wie er arbeitet, fließt mit ein. Dann diese Rückblenden, wo eben halt auch verschiedene Ereignisse aus seinem Leben eingegangen wird. Und so formt sich im Verlaufe des Musicals eben auch ein Bild über Michael, was ich finde, was sehr gut aufgearbeitet wird. Es ist ein authentisches Musical. Ich finde, Michael wird hier als Mensch dargestellt und es zeigt wirklich, was für ein Mensch Michael Jackson war. Und dafür lobe ich dieses Musical, weil es eben nicht auf Klatschmeldungen eingeht. Und ja, und dadurch, dass die Skandale, die nach 91 kamen, werden hier gar nicht thematisiert. Finde ich auch gut, weil das hat nichts in einem Musical zu suchen. Ich habe jetzt natürlich in der Vorbereitung auch für diese Folge, gab es schon einige Reviews, die draußen sind. Es gab Reviews, also auch Berichte in den Medien, die immer wieder auf die Anschuldigungen zu sprechen kamen. Also ich kann schon fast den Eindruck bekommen, dass manche Medien das schade finden, dass man in einem Musical nicht solche Missbrauchsvorwürfe eben auch mit thematisiert. Wo ich mich aber frage, wie hätte das gehen sollen? Wie will man solche Vorwürfe in einem Musical verarbeiten? Das hat meiner Meinung nach da gar nichts zu suchen. Und auch wenn das eingearbeitet worden wäre, hätte man das auch ganz schnell, also es hätte nicht funktioniert, die da einzuarbeiten in einem Musical, meiner Meinung nach. Und selbst wenn man das eingearbeitet hätte, hätte man letztendlich auch sagen müssen, dass die eben, ja, falsch sind, dass eben die Anschuldigungen aus der Luft gegriffen sind, weil da muss man jetzt wieder tiefer einsteigen, das will ich gar nicht an dieser Stelle. Alles, was man auf jeden Fall zu den Anschuldigungen weiß, wenn man sich die Fakten anschaut, ist, dass Michael unschuldig ist. Und damit gehe ich schon viel zu tief rein in diese ganze Materie, als ich eigentlich wollte. Es hat auf jeden Fall für mich nichts in einem Musical zu suchen und daher ist es so ein gutes Musical, das für mich, so wie es ist, sehr gut funktioniert. Dieses Musical ist auf jeden Fall eine 1:1 Kopie aus dem Englischen ins Deutsche. Es wurde komplett übernommen. Die Effekte sind alle genau wie am Londoner West End und ich würde auch sagen, die Dialoge waren alle 1:1 übersetzt. Vielleicht ist das auch ein Grund, weswegen das an manchen Stellen nicht so flüssig oder mich emotional nicht so gepackt hat. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung. Ich bin einfach nicht mehr voreingenommen, weil ich eben die englische Version vorher gesehen hatte. Wenn ihr mehr über Michael erfahren wollt, wenn ihr Hintergründe erfahren wollt, wie Michael als Mensch war, wie er auch, was ja auch belegt ist. Es gibt ja Menschen, die mit Michael zusammengearbeitet haben, Toningenieure. Brad Sandberg hat mit Michael zusammengearbeitet und er gibt ja auch Seminare über diese Zeit. Verschiedenste Menschen, Saida Garrett, die I Just Can't Stop Loving You mit ihm gesungen hat. Es gibt so viele Menschen, die mit Michael gearbeitet haben, die immer wieder sagen, wie toll es war, mit ihm zu arbeiten. Und auch das spiegelt diese Atmosphäre wider bei diesem Musical, wo eben Michael bei den Proben gezeigt wird. Wertschätzend geht er mit allen Personen um, die dort um ihn herum sind. Und das spiegelt dieses Musical wider.
Insgesamt ging das Musical so 2 Stunden 20, so bis 10:30 ungefähr. Ich weiß es nicht mehr genau. Es hatte ja auch ein bisschen später angefangen und nach Ende der Show sind wir rausgeströmt. In die Vorhalle haben wir uns wiedergefunden und alle Leute kamen raus und da war einfach nur noch Partystimmung angesagt. Es lief ja, verschiedenste Chartmusik wurde gespielt, immer wieder mit Michael eingeblendet, also auch Michael-Songs wurden immer wieder gespielt, im Original, also nicht die Musical-Versionen. Und es tummelten sich dort alle Leute aus dem Inneren und es gab so einen kleinen abgetrennten Bereich, wo auch die VIPs waren, aber hin und wieder kam da auch mal einer rein oder raus. Ungefähr eine halbe Stunde nach Ende der Show kam auf einmal, ertönte ganz laut The Way You Make Me Feel, dieses Intro, und es öffneten sich die Türen von innen und es kamen alle Darsteller raus und haben sich oben an der Treppe im Eingangsbereich versammelt. So wurde der komplette Cast auch einmal angekündigt. Hier ist der komplette Cast von MJ, das Michael Jackson Musical, und alle Darsteller kamen raus, Hauptdarsteller bis Nebendarsteller und Band und so weiter, und haben dort einmal als gesamter Cast sich den Leuten vor Ort gezeigt. Ich war da leider ganz links an der Bar, wo die Bühne auch war, beziehungsweise wo die Tanzfläche war. Und ich habe das leider nur ganz zum Schluss mitbekommen. So bin ich dann zum Schluss dann darüber, habe mich ein bisschen durchgekämpft und habe das dann von der Seite gesehen, wie die dort alle standen. Alle herausgeputzt und sah richtig cool aus. Ich habe jetzt auch andere Videos mittlerweile gesehen, die das Gesamte aufgenommen haben, wenn dieses The Way You Make Me Feel läuft und dann kommen links und rechts die ganzen Darsteller raus. Das sieht richtig cool aus. Aber auch aus meinem Blickwinkel war das eine gute Erfahrung. Und so konnte jeder der Anwesenden nach Lust und Laune sich mit den Darstellern fotografieren lassen. Und so habe ich natürlich auch versucht, Prince Damien und Benet Monteiro Fotos zu machen, aber auch von anderen Darstellern. Percy zum Beispiel war dort und einige Tänzer, und dann war ich aber auch irgendwie unsicher, war das jetzt einer vom Cast oder war das keiner vom Cast, weil da sind so viele Gesichter, das kann man sich ja gar nicht merken, wer da jetzt eben auf der Bühne stand und wer nicht. Aber so ist das halt auf einer Premiere, da ist ein wildes Gewuschel, alle rennen rum und es ist einfach, ja, es war eine tolle Stimmung, muss man ganz einfach sagen. Ja, und dann ging es eigentlich nur noch auf die Tanzfläche. Bis in die Nacht reingetanzt. Es war ich wiederhole mich, es war ein rauschendes Fest. Es hat einfach Spaß gemacht, diese Veranstaltung miterlebt zu haben. Es war richtig, richtig cool und ich würde es jederzeit wieder machen. Ja, puh, da hieß es denn ziemlich zum Ende, noch 15 Minuten, bis die letzte Fähre zurückfährt. Und wir alle so, nein, was, jetzt schon? Das war so 2:15. Und um 2:30 hätte denn die letzte gefahren. Vielleicht aber hat man das auch nur so gesagt, damit sich die Leute langsam auf den Weg machen. Naja, letztendlich, wir wollten es nicht riskieren, dass wir auf der anderen Seite irgendwie übernachten müssten. Ich weiß auch gar nicht, wie man von der anderen Seite sonst hätte weg hätte kommen können. Und so sind wir mit der Fähre gegen 2:30 zurückgefahren, nachts. Und so klong dieser Abend langsam aus. Und ja, das rauschende Fest ging so in die Nacht und ich war irgendwie so um 3:15 in meinem Hotelzimmer und konnte das gar nicht richtig glauben, was für einen tollen Abend ich erlebt hatte. Es war eine richtig tolle Premiere, ein Mega-Ereignis. Ich würde es jederzeit wieder machen, hat richtig Spaß gemacht. Tolle Leute vor Ort. Das Musical ist und bleibt eine Empfehlung von mir, auch wenn ich natürlich aus meiner Fanperspektive auch ein bisschen kritisch an manche Punkte rangehe. Aber es ist trotzdem eine gute Show und ich habe jetzt auch in einigen Foren und Kommentaren immer wieder gelesen, die nur diese Schlusspassage gesehen haben.
die gesagt haben, nee, das ist nix und die Stimme und nur negativ. Also es gibt einige Leute, die da sehr negativ drauf reagiert haben. Und es ist nicht zu vergleichen mit so einer Impressionator-Show, wo einfach jemand Michael nachmacht und die ganze Zeit die Songs runtersingt oder dass die einfach nachgestellt werden. Hier wird eine richtige Geschichte erzählt rund um Michael Jackson mit Rückblenden. Die werden gigantisch opulent inszeniert. An manchen Stellen wird das Bühnenbild so geschoben, bei Smooth Criminal, bei Thriller. Da gibt es ein gigantisches Bühnenbild, was man auch erwartet von so einem Musical. Und an manchen Stellen hat es eben auch Tiefgang, wenn eben auch gerade auf das Leben von Michael zurückgeschaut wird, wie er eben auch in der Kindheit eben zur Bühne gedrillt wurde, die Tabletten und Umgang mit den Medien und so weiter. Das wird auch hier beleuchtet. Also es ist eine absolute Empfehlung, dieses Musical sich anzuschauen. Und wenn ihr Plätze eben im Mittelteil euch bucht, so habt ihr die ganze Zeit das gesamte Bühnenbild mit drauf. Und da wirkt auch jede einzelne Phase richtig gut. Ja, und mit diesen Eindrücken bin ich in die Nacht gegangen und am nächsten Morgen ging es mir nicht gut. Nein. Ich habe nämlich ein paar von diesen Häppchen nicht vertragen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und vielleicht war es auch ein Glas Wein zu viel. Vielleicht auch eine Kombination aus beiden. Es war auf jeden Fall kein schöner Montag für mich. Aber rückblickend war es ein grandioser Abend. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Und ja, mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich von dieser MJ-Update-Folge 31. 1. Dezember, das große Musical, die große Musical-Premiere von der deutschen Version von MJ The Musical. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit und macht's gut. Ciao.